Hallo, heute sind wir im Aquazoo-Löbbecke-Museum in Düsseldorf. Hier haben wir die Juwelwespe Ampulus compressor, die zu den Schlupfwespen gehört und Brutparasitismus an Schaben betreibt. In dem Fall an der amerikanischen Schabe, Periplaneta americana. Die Weibchen schnappen sich so eine Schabe und injizieren in ein Gift ins Unterschlundganglion. Das Unterschlundganglion ist eines der Hauptgehirnknotenpunkte vorne im Insekt. Und dieses Gift führt dazu, dass die Schabe immobilisiert wird und im Prinzip willenlos. Und die Weibchen knipsen denen dann die Fühler ab und führen die willenlose Schabe in ein Loch, weswegen wir hier diese Röhrchen an den Decken haben. In dem Loch stechen sie die Schabe noch einmal irgendwo in ein weiteres Ganglion, was für die Beine verantwortlich ist, damit die Schabe die Beine spreizt. Dieser Schabe legt die Wespe dann ein Ei an den Brustkorb und mauert die Schabe ein. Und die Schabe wartet dann lebendig in diesem Loch auf das Schlüpfen der Wespenlarve. Und wenn die Wespenlarve geschlüpft ist, bleibt sie erstmal noch außen an der Schabe dran, bohrt die Schabe an, trinkt ein bisschen der austretenden Hämolympheflüssigkeit und wächst. Und nach Erreichen einer bestimmten Größe kriecht sie in die Schabe rein und frisst diese von innen her auf. Wir kontrollieren einmal täglich die Röhrchen und gucken, ob da belegte Schaben drin sind, und dann kommen alle Schaben einmal raus, da es auch dazu kommen kann, dass die Weibchen untereinander in Zwist geraten um eine Schabe, was dann dazu führen kann, dass die Schabe zwar einen Stich abbekommen hat, aber kein Ei, und dann muss die Schabe halt auch raus. Wenn sie noch einen Stich abbekommt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie das Schlüpfen der Larve überhaupt erlebt. Und die belegten Schaben kommen dann in Röhrchen und werden in dem Brutschrank hinten ausgebrütet. Und dann haben wir hier eine Liste, wo die Belegungen notiert werden. Und da kann man nachhalten. Wenn in einem Kasten keine Eier mehr gelegt werden, dann ist es Zeit für ein frisches Weibchen und halt ein frisches Männchen. Deswegen führen wir diese Liste hier. Hier sieht man, da ist dann ein Weibchen dazugesetzt worden, und schon am nächsten Tag ging es los wieder mit einem Ei. Die Überzähligen kommen in das Schaubecken, was wir oben in der Schau haben zur Präsentation. Und der Großteil der Männchen auch. Es ist leider so, dass grundsätzlich deutlich mehr Männchen schlüpfen. Hier ist dann der Brutschrank. Das sind jetzt die Puppen. Die sind teilweise aus den Schaben herausgepult worden, weil wir hier einen Befall mit Buckelfliegen hatten, gegen den wir ankämpfen mussten. In der Regel sieht eine belegte Schabe so aus. Das ist im Prinzip nur noch der trockene Chitinpanzer, und im Hinterleib befindet sich die Puppe. Nach dem Schlupf kann man die tote Schabe im Prinzip so trocken zerkrümeln, die wiegt auch fast nichts mehr. Grundsätzlich ist es so, dass schöne große Schaben führen eher zu Weibchen, weswegen wir immer bestrebt sind, möglichst gesunde große Schaben zu verfüttern, weil wir natürlich ein Interesse daran haben, möglichst viele Weibchen zu haben, da man mit denen besser züchten kann und wir sowieso ständig einen Männerüberschuss haben. Also in dem Schaubecken oben haben wir deutlich mehr Männer als Weiber drin. Die Weibchen haben wir hauptsächlich hier unten für die Zucht. Die Geschlechterunterscheidung ist relativ einfach. Und zwar guckt man sich einfach den Hinterleib an. Der ist bei Weibchen spitz, da nur die Weibchen einen Stachel besitzen. Der Legestachel dient auch gleichzeitig als Giftstachel, und die Männchen haben sowas nicht. Die Männchen sind nach dem Schlupf, hier sieht man Männchen mit einem runden Hinterleib,
Die Männchen sind im Prinzip nur noch für die Fortpflanzung da. Also die rennen rum, scheuchen vielleicht noch Schaben aus irgendwelchen Verstecken auf, aber letzten Endes sind die nur für die Fortpflanzung. Die werden relativ selten in Zoos präsentiert, weil es sehr aufwendig ist. Ja, also zum einen ist es so, dass es kaum Zoos gibt, die ein derartig umfassendes Insektarium betreiben, wie der Aquazoo. Und zum anderen ist es halt echt aufwendig. Man braucht mindestens 2 Kisten mit Schaben, um immer wieder wechseln zu können, damit man die entsprechende Menge an ausgewachsenen Schaben hat. Und das ganze Prozedere nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Und die Wespe ist halt relativ klein. Der Schauwert ist halt eher gering. Die meisten Leute interessieren sich eher für Wirbeltiere als für Wirbellose. Wir sind jetzt ein spezieller Zoo, der halt auf Terrarien spezialisiert ist. Dadurch haben wir die Möglichkeit, das zu präsentieren. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.